Du bist unzufrieden mit deiner Leistung in Warzone bzw. Wiederauferstehung, schaffst nicht genug Kills, maximal 3 bis 5 Kills und das nicht regelmäßig, dann ist das perfekte Video für dich. Viel Spaß! Freunde, ich habe es geschafft. Ich habe meinen persönlichen Kill-Rekord gebrochen. Yes! Ich habe mich riesig gefreut. Und ich möchte in diesem Video euch anhand des Gameplays zeigen, wie auch ihr regelmäßig mehr Kills in Warzone schafft. Es sei eine Sache gesagt, bitte lasst euch nicht von der Anzahl der Kills beeinflussen, auch nicht von anderen YouTubern oder Twitch-Streamern. Wichtig ist, setzt euch eigene Ziele, die für euch realistisch und erreichbar sind. Nur so habt ihr auch die Erfolgserlebnisse, egal ob es 5 Kills regelmäßig ist, 10, 20, 30, je nachdem wie weit ihr schon seid, aber lasst euch bitte nicht beeinflussen. Also, los geht's. Okay, let's go. Wir legen los, liebe Warzone-Freunde. Übrigens, der perfekte Abstand, um auf einen Spot zu springen, ist 380 Meter. Ein Tipp ist natürlich, besonders in Wiederauferstehung, immer die Konfrontation zu suchen, besonders am Anfang, weil man ja wieder aufersteht, und Hot Areas anzufliegen. Also da, wo viel los ist. Das ist immer abhängig von der Flugrichtung, aber natürlich, und ich mache mal kurz direkt Pause, ist Control Center immer empfehlenswert. Nächster Tipp, habe ich auch in meinem Einsteiger-Guide erklärt, immer schauen, was man für eine Waffe hat. In dem Falle Renetti, super Waffe, um direkt einen Fight einzugehen. Und der nächste Tipp, habe ich auch erklärt, in Dekis Analyse, immer auf der Kante landen. Ich habe es hier verkackt, aber ich wollte eigentlich auf der Brücke landen, um die Zeit in der Luft auf ein Minimum zu reduzieren. Kann hier direkt den ersten Kill, etwas Glück hatte ich dort, er hat mich veraimt, würde ich sagen, setzen, muss von ihm jetzt weglaufen, während ich mich plattiere. Weglaufen und plattieren in Call of Duty absolut entscheidend und wichtig. Genau, und ich höre hier schon den nächsten und kann auch den zum Glück, wenn auch knapp, holen. Und bin natürlich jetzt schon ein bisschen, dadurch, dass ich auf Control Center gelandet bin, darauf eingestimmt, jetzt viele Early Kills zu machen. Und entscheide mich aber immer, oder in dem Falle, und das ist ein Tipp, immer aus dem Highground aus zu agieren, also von oben nach unten. Er macht den klassischen Fehler, er war viel zu lange in der Luft, hat den Fallschirm zu früh gezogen, hat diesen Tipp sozusagen nicht befolgt. Und jetzt arbeite ich mich lieber von oben nach unten, als von unten nach oben. Noch schlimmer ist, in der Mitte zu sein, weil man nicht weiß, wo die Gegner sind. Sind sie über einen oder unter einen? Jetzt finde ich hier meine Lodi-Kiste und habe natürlich einen Vorteil und versuche jetzt entsprechend aggressiv vorzugehen, weil die meisten haben ja noch keine guten Waffen in dem frühen, in der frühen Zeit der Runde. Dieses Piepsen, was ich höre, ist aufgrund eines Perks, was ich eingesammelt habe. Das ist auch ein Tipp. Nehmt die Perks immer mit, die ihr findet, weil eigentlich schaden die euch ja nicht. Die helfen euch ja nur. Hier auch entscheidend möchte ich euch meinen Gedankengang teilen. Mir war klar, innerhalb des Fights, wie der Gegner agiert, auch dass er jetzt nach rechts weggelaufen ist, nach rechts, wo man nicht weiter kann, dass er nicht so gut ist. Und das ist der Grund, warum ich dann gepusht habe. Wäre es ein guter Spieler, wäre ich die Treppe hochgelaufen und abgehauen. Wie man hier sieht, kann ich ihn auch holen. Relativ einfach. Aber das sind diese Kleinigkeiten, die im Kopf eines Spielers dann vorgehen und wo man eben in Bruchteil von Sekunden Entscheidungen treffen muss. Ich höre hier wieder Steps und konnte die richtig zuordnen. Nehme nebenbei noch die Drohne mit. Mach jetzt natürlich Third Party. Nächster Tipp, Third Party. Ist ja klar, man kennt's. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Aber jetzt Steps unter mir konnte ich ganz gut zuordnen. Der war auch gerade erst wiedergekommen. Und das ist das Schöne an Control, wenn du einmal die Kontrolle hast, auf Control, und die ersten Kills gemacht hast, dann bist du sozusagen der Chef in der Hut und alle die kommen, müssen sich ja erstmal wieder eine Waffe suchen. Und ich habe einen Lodi in dem Moment und natürlich einen riesen Vorteil. Ich höre die ganze Zeit dieses Piepsen, das bedeutet, hier muss eine Mine sein, deswegen bin ich da so vorsichtig. Und höre hier wieder die Steps und kann auch ihn holen. Jetzt ein bisschen Pech, aber ich kann mich da rausholen. Er hat auch ziemlich veraimt mit seiner Renetti, aber er war ja auch gerade erst wiedergekommen, hatte noch keine Waffe. Ja, holen mir jetzt die nächste Abschussdrohne ab, jetzt 2 Stück und denke mir, die ziehe ich jetzt beide, weil hier kommt bestimmt noch einer und vielleicht kann ich sogar einen Kill dann damit machen, indem beide auf denjenigen fliegen. Gehe jetzt wieder auf High Ground, damit ich die aus der Luft abfangen kann und wenn jemand unten ist, von oben nach unten arbeiten kann.
Höre jetzt Steps und diese Bombe wieder, sehe den Laser, weiß, dass da einer drin ist, push aber nicht aufgrund dieses Piepsens, weil da muss irgendwo eine Mine sein. Deswegen gehe ich hier so vor, wie ich hier vorgehe. Und arbeite mich aber jetzt von unten nach oben. Und höre ihn jetzt auch direkt über mir. Und entscheide mich jetzt auch dazu zu pushen. Hab gesehen, dass er gar keinen Fokus auf mich hatte, dadurch, dass er die Tür zugemacht hat. Und den habe ich jetzt schon 2 oder 3 Mal geholt. Und jetzt dieses Piepsen geht mir jetzt auch langsam auf die Nerven und ich sehe keine Mine. Also irgendwie war das da verbuggt, glaube ich. Ja, jetzt connected meine Kampfdrohne. In dem Moment kommt er schon wieder. Das habe ich so gar nicht verstanden. Weil ihn hat die Drohne gar nicht getroffen, sondern ihn. Und ihn kann ich dann auch noch holen. Also 2 Kills wieder in kurzer Zeit. Von wieder den Spielern, die wieder auferstanden sind, wieder dort gespottet sind, nicht vernünftig geregained haben, da kommen wir gleich zu. Und sind dann natürlich relativ geschenkte und einfache Kills für mich gewesen. Jetzt entscheide ich mich dazu, direkt mein Lodi zu holen. Ich habe schon 12 Kills in der zweiten Zone, also super Early Game. Das ist mir in dem Moment auch bewusst und ich gehe in dem Moment jetzt auch ein bisschen drauf, dass es vielleicht mein neuer Rekord werden kann. Hol mir also schnell mein Lodi und sipp mich jetzt direkt wieder zu, ja, dahin, wo möglichst viele Spieler sind. Ich sehe da hinten Schüsse fliegen und ich entscheide mich jetzt auch da in die Richtung zu fliegen und dort, ja, den Fight zu suchen. Rechts kommt was runter. Ich höre hier Schüsse unter mir, sehe die, kann auch hier wieder Third Party machen, wurde aber auch von rechts angeguckt. Kann ihn holen, habe deswegen jetzt direkt Fokus. Panzerknacker kommt. Oder Mörser. Oder beides. Ne, Panzerknacker und suche jetzt das Weite und versuche jetzt, genau. Und jetzt auch ein wichtiger Punkt. Rauchgranaten habe ich ja in einem meiner Videos auch erklärt, dass es extrem entscheidend ist in meinem Einsteigervideo, was ich jetzt auch hier oben mal verlinke. Rauchgranaten ist ein super Werkzeug und die muss man auch stacken. Also ich hatte ja schon eine Rauchgranate, die habe ich jetzt gerade in meinen Rucksack gepackt. Nehme jetzt die Munitionskiste, habe wieder 2 neue, habe also insgesamt 3 Rauchgranaten. Besonders fürs Endgame später super wichtig, weil man sich damit auch wieder Sichtschutz schaffen kann und ja, eine Power-Position ja, erreichen kann. Das habe ich ja erklärt in dem letzten Video, wie man mehr Siege holt. Hier sehe ich ihn, verschwinde hinter der Ecke und pusht dann sofort wieder raus. Ich bin ganz ehrlich mit euch, der Move war gut, aber zu schnell. Wäre das ein guter Spieler gewesen, also jetzt mich nicht falsch verstehen, ein besserer Spieler, dann hätte der mich ziemlich sicher gehabt. Er hat sich hingelegt und hat einfach weiter gepreshootet und ich bin in seine Schüsse reingelaufen. Was hätte ich da besser machen müssen? Der Move bis zum kurz weggehen und warten war gut. Ich hätte aber länger warten müssen und zwar einfach nur so lange, bis er sein Magazin praktisch leer geschossen hat und dann rauspushen. Ist aber trotzdem nochmal gut gegangen. Und also wieder 2 Kills holen. Bin jetzt schon bei 16 und das doch in der zweiten. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Pace. Das ist sogar eine Pace für eine mögliche 40er und Kills, aber ja. Auch der Kollege gerade wieder, gut, der war auch ein einfacher Kill, aber der aus der Luft. Ja, es ist halt wie so ein Fisch an der Angel, ne? Der kann nichts machen in der Luft. Also ihr müsst, das ist wirklich ein wichtiger Tipp, die Zeit in der Luft auf ein Minimum reduzieren. Ihm pushe ich natürlich hinterher, das Schild hatte ich schon gebrochen. Er bekommt gar nichts mit. Ja. Das war auch geschenkt. Das war auch ein bisschen Glück. Da haben wir uns genau gekreuzt. Da hatte ich dann doch die etwas schnellere Reaktionszeit. Und jetzt will ich natürlich, jetzt weiß ich ganz klar, ich kann hier meinen Rekord brechen. Das war ja erstmal mein erstes Ziel. Ich glaube, mein Rekord lag bei 28 Kills. Ich verlinke auch mal das letzte Rekordvideo von mir. Und ja, 30 ist hier drin. Was hier natürlich gerade auch Interessantes passiert, er hat sich ja jetzt durch die Granate verraten und ich weiß, dass da unten eine Sackgasse ist. Das heißt, er muss da sein und kann ihn jetzt ja schon pre-shooten eigentlich. Also das war dann auch ein einfacher Kill. Finde hier jetzt noch eine goldene Gasmaske. Auch eine Gasmaske, Freunde, ist natürlich sehr entscheidend fürs Endgame und auch jetzt endlich dafür entscheidend, viele Wins zu holen. Hier war jetzt wieder das Beispiel, der junge Mann war einfach viel zu lange in der Luft. Und auch er. Also das ist wirklich ein Fehler, den so viele machen. Und man so unnötig stirbt. Ja. Also den Tipp kann man definitiv ja, mitgeben.
Ich war hier auch fast das in dem Luftproblem, habe aber direkt den Fallschirm gelöst. Und ja. Das war unnötig knapp. Das hatte ich eigentlich relativ sicher, aber konnte ich das Aim-Duell dann dennoch noch für mich gewinnen. Und ich sehe jetzt dort einen, den kann ich holen. Und bin jetzt bei 26 Käse, bin jetzt natürlich komplett in dem Modus drin auch. Ich muss dahin, wo Leute sind. Ne? Hab deswegen eben auch, glaube ich, die Drohne gezogen. Ich kann jetzt hier den nächsten vor mir ausmachen. Und auch holen. Auch ihn kann ich holen und den anderen dann auch noch. Also, es läuft gerade für mich. Kann man nicht anders sagen. Und lade jetzt nach. Sehe jetzt auf der Karte den roten Punkt. Und weiß, dass da, wo ich gerade hingamed habe, einer sein muss. Und habe deswegen schon so einen Fokus auf das Ganze. Ich werde jetzt noch angeschaut und weiß, dass er da praktisch ist. Und kann auch sofort reinhalten und ihn holen. Also das ist natürlich auch ein Tipp, den ich da nochmal mitgeben möchte. Awareness. Und hier habe ich es verkackt. Und ich dachte, es wäre vorbei in dem Moment. Da war ich schon richtig traurig. Aber die Wiederauferstehung ist ja noch da. Und ich habe 29 Kills in dem Moment. Ich habe meinen Rekord gebrochen, aber ich wollte natürlich die 30. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, Freunde, für mehr Kills regelmäßig in Warzone zu erzielen. Wenn ihr gestorben seid, ist ja gar kein Problem in Wiederauferstehung. Ihr kommt ja wieder. Aber dann habt Geduld und geht das Ganze strategisch an und landet nicht auf eurer Leiche und zieht erstmal einen Fallschirm und guckt, wo ihr landen wollt. Ist da überhaupt was? Das habe ich gerade gemacht. Außerdem lande ich hier am Rand der Zone. Das heißt, ich regaine jetzt erstmal vernünftig. Also ich rüste mich neu aus. Ich hatte noch Geld, bin also beim Shop gelandet. Am Shop war nichts los. Habe mir sofort meine MP geholt und habe auch schon Platten gefunden. Und auch jetzt schon eine gute AR gefunden. Das heißt, ich war jetzt gerade innerhalb von 15 Sekunden wieder vollständig einsatzbereit. Und gehe jetzt auch direkt wieder auf die Suche ja, für die nächsten Gegner. Und kann hier auch schon einen hören. Und mache jetzt wieder meinen Tipp von oben nach unten. Da hinten steht einer, den sehe ich in dem Moment überhaupt nicht. Der bewegt sich ja auch gar nicht. Jetzt sehe ich ihn. Und das ist natürlich auch ein geschenkter Kill. Und das ist der 30. Kill. Ich habe meinen Rekord oder mein Vorhaben jetzt gerade gebrochen. Freue mich riesig darüber. Jetzt hier die Steps. Setzt die Mine in so einem Bereich, wo viele sind. Und dass er da jetzt schon war, hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Er ist reingelaufen. Konnte ihn holen. Das ist mein 31. Kill. Und jetzt, Freunde, kommt der schwierigste Kill in der ganzen Runde und vielleicht auch der entscheidendste. Und auch der spannendste, weil jetzt ein Spieler kommt, der auch gut spielt. Ja, lass uns das Ganze anschauen. Noch bin ich hier alleine. Ich kann die Steps noch nicht hören. Irgendwer hat einen Mörser auf mich gezündet. Und jetzt höre ich ihn. Wir laufen aneinander vorbei. Er schießt auf mich. Und das ist ein Punkt, den ich euch mitgeben will, den ich auch in der Analyse des Profis Dekis deutlich erklärt habe, was ich jetzt nochmal verlinke. Man muss im Bruchteil einer Sekunde die richtigen Entscheidungen treffen und sich immer möglichst einen Vorteil zu schaffen. Das ist die Essenz grundsätzlich, um besser oder gut zu sein in jedem Shooter. Hier war es die Entscheidung, wegzurennen. Er ist an mir vorbeigelaufen, wir haben uns beide gedreht. Er hatte einen dunklen Skin, war in der Tür, ich habe überhaupt nichts gesehen, habe gemerkt, er sieht mich, er trifft mich, ich muss jetzt wegrennen. Ich hätte den Fight nicht weiter eingehen dürfen. Ich komme hier weg, hinter die Ecke, er pusht auch erstmal nicht weiter nach, weil er vielleicht Angst hat, dass ich mich da verstecke. Pusht jetzt nach, beide ziehen sich zurück und wir fangen den Kampf von vorne an. Hier jetzt zu stehen, ich hätte direkt in die Richtung rennen sollen, in die ich jetzt renne, aber es ist nochmal gut gegangen. Die Steps, das ist wieder so schwer. Ich weiß gar nicht, wo die Steps sind. Ich werde jetzt gleich merken, ich glaube, er springt jetzt runter. Er war über mir, also hat es wieder einen Vorteil auf mich. Ich versuche hier wieder wegzukommen. Und er pusht jetzt unten rum. Und jetzt mache ich einen Repeak, kann ihn aber nicht holen. Und wir sind wieder beide in der Situation, in der wir regainen. Jetzt fange ich an, aggressiver zu spielen, um ihn auch zu verwirren. Er hat nämlich jetzt auch nicht verstanden, dass ich wieder runtergesprungen bin, was mir den Vorteil gegeben hat, um den Fight zu gewinnen. Ich habe es geschafft, in der stressigen Situation mir einen ganz kleinen Vorteil zu schaffen und ihn zu verwirren, wie er es ja bei mir zuvor gemacht hatte. Nur, dass ich da rausgekommen war. Also das ist der Grund, warum ich gewonnen habe, diesen Zweikampf. Ja, jetzt viel geredet in kurzer Zeit, aber in Summe geht es halt immer darum, sich einen Vorteil zu verschaffen. Und das kann halt auch sein, indem man den Gegner einfach verwirrt, wie ich es in dem Fall gemacht habe. Er hat nicht so schnell verstanden, dass ich jetzt wieder über ihn bin. Ja, so ist das. Und
Jetzt, Freunde, habe ich 32 Kills und will natürlich jetzt die Runde am liebsten auch gewinnen, klar. Und bin jetzt total nervös. Also das sieht man auch an meinem Spiel. Ich weiß nicht so richtig, wohin mit mir. Ich suche weder, und das habe ich ja in meinem letzten Video erklärt, was ich jetzt auch mal verlinke, mehr Siege holen. Es ist ja absolut entscheidend im Endgame, erstmal sich frühzeitig mittig zu positionieren, was ich hier überhaupt nicht mache, also mittig in der Zone. Dann am besten mit Deckung und am allerbesten in der besten Position, also in der Power-Position. Und die ist dann meistens im Highground. Das habe ich hier überhaupt nicht. Und es leben noch 4 andere Spieler. Ziehe jetzt das tragbare Radar, um mir irgendwie einen Überblick zu verschaffen. Sehe jetzt da rechts einen, schieße auf ihn, kriege einen Assist, weiß, dass der schon mal down ist. Jetzt ist da rechts oben noch einer und da links. Die werden jetzt Stress haben. Ich versuche, die unter Druck zu setzen mit meinen beiden Nades. So, das war mein Gedankengang. Ich versuche mich jetzt hier wieder ein bisschen zu ordnen. Aber ich habe hier nicht so die gute Position. Jetzt leben aber auch nur noch 2 gegnerische Spieler. Aber die Gasgranate, die Maske, die da lag, habe ich jetzt auch nicht aufgenommen. Habe ich gar nicht gemerkt in der Situation. Und ich laufe hier auch noch in so eine Mine rein, obwohl ich es eigentlich gehört habe. Also ich bin da so ein bisschen unter Stress. Und habe jetzt aber hier erstmal eine Position gefunden, mit der man arbeiten kann. Sehe jetzt schon mal einen von den beiden, kann ihm sogar ein Schild brechen. Und wahrscheinlich wäre es sogar gut gewesen, ihn direkt hinterher zu pushen. Habe ich nicht gemacht. Er wirft Gas, das war auch ganz schlau eigentlich in dem Moment. Und ich weiß noch nicht so richtig, wo der zweite ist. Und das Komische ist, das habe ich bis jetzt auch noch nicht verstanden, ich habe ein tragbares Radar und sehe nur einen Punkt auf der Karte. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Und eigentlich gilt dieses Perk kaltblütig bei tragbaren Radaren nicht. Und das Komische an der Sache ist, jetzt sehe ich den zweiten Punkt. Warum habe ich ihn vorher nicht gesehen? Also das ist mir echt ein Rätsel, muss ich ehrlich gestehen. Jetzt weiß ich aber immerhin, dass beide in diesem Gebäude sind und der eine auf der besten Power-Position. Und den versuche ich mir jetzt zu holen. Und er hat sogar keinen Fokus auf mich gehabt. Ich schaff's aber nicht. Ich hätte vielleicht auch einfach noch weiter schießen können. Ganz knapp geschafft. Das war leider siegentscheidend. Und ja, weiß jetzt, dass die beide da sind. Habe erstmal eine gute Position, aber die Zone kommt. Ich entscheide mich jetzt einfach aggressiv vorzugehen. Sehe jetzt eine goldene Gasmaske, die die Situation jetzt wieder ändert. Und ich mache jetzt hier mit den Smokes, die ich da noch finde, er steppt über mir ein Gasplay. Ich weiß, dass der eine auf dem Dach ist, der andere ist über mir. Ich werde jetzt hinter dem anderen auskommen und habe eigentlich super jetzt das Beste draus gemacht. Und kann das Schild von ihm brechen, aber ich sehe ihn nicht. Und ich werde geholt. Also absolut schade am Ende, aber nicht schlimm. Ich war auch etwas nervös, habe es nicht ganz gut ausgespielt, aber Freunde, ich habe meinen Killrekord gebrochen und euch einige Tipps mitgegeben, um auch mehr Kills zu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal und lasst mich doch in den Kommentaren wissen, was euch gefallen hat, was nicht und welche Tipps ihr vielleicht noch vermisst, beziehungsweise was für ein Video ich demnächst machen soll. Ansonsten habe ich hier noch ein weiteres Video für euch, in dem ich euch erkläre, wie ihr regelmäßig mehr Wins in Warzone schafft. Also, bis dahin, schönen Tag, ciao mit V.